Hallo und herzlich willkommen. Heute darf ich dich in einen magischen Wald entführen. Rote Blätter, ein satter, feuchter Waldboden. Ich schließe die Augen und ich rieche den erdigen Duft. Hol dir etwas zu trinken, mach es dir gemütlich, vielleicht machst du dir eine Kerze an und schau mit mir das Video oder mal mit mir. Ich freue mich, dass du da bist. Das Material siehst du jetzt eingeblendet. Das sind nur Empfehlungen von mir. Du kannst natürlich auch ganz andere Farben nehmen. Die du gerade hast oder die dir besonders gut gefallen. Hier habe ich schon den Himmel gemalt und dafür habe ich eine dünne Schicht Weiß aufgetragen. Dann habe ich ein wenig Hellblau dazu genommen und das einfach verwischt. Und so entsteht ein ganz natürlicher Himmel. Jetzt bereite ich die ersten Bäume vor und dafür nehme ich ein klein wenig Schwarz, dunkelbraun und ein bisschen Weiß. Und mit dem Schlepperpinsel lässt es sich sehr gut arbeiten, wenn die Farbe sehr verdünnt ist. Hier setze ich die ersten Bäume, die im Hintergrund liegen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Die können einfach entstehen, so wie du es gerade willst. Versuch mal gerade so mit der Pinselspitze auf den Malgrund zu kommen und ein anderes Mal drückst du einfach fester auf den Malgrund. Schau mal, wie es sich anfühlt und was da für verschiedene Bilder entstehen. Dünne Bäume, krumme Bäume, dicke Bäume. Jetzt nehme ich einen etwas dunkleren Farbton und du siehst, jetzt gehe ich mit der ganzen Fläche von dem Pinsel auf den Malgrund und so entsteht ein etwas dickerer Baum. Der liegt weiter vorne und deswegen ist er auch deutlich sichtbarer. Umso zittriger du den Pinsel hältst, umso natürlicher wirken die Bäume und die Äste. Und hier beginne ich mit der ersten Schicht vom Waldboden
Das ist eigentlich egal, welche Farbe du nimmst. Hauptsache es ist ein dunklerer Ton und den gebe ich jetzt ungleichmäßig auf und so entstehen ganz natürliche Lichter und Schatten. An der einen Stelle ist mehr Farbe und auf der anderen Seite, an der anderen Stelle ist weniger Farbe und so entsteht dieses Hell und Dunkel von ganz alleine. Hier arbeite ich mit dem Fächerpinsel und ich benutze da nur eine Ecke und dafür nehme ich dunkelbraun und ein bisschen schwarz und das gibt dann gleich den Schatten von den Blättern, die auf dem Boden liegen oder die von den Bäumen geworfen werden. Mit der gleichen Technik gehe ich jetzt auch ans Blätterdach und sollte die Farbe sich nicht schön tupfen lassen, dann nimm noch ein bisschen Wasser dazu und probier es nochmal aus. Ich empfehle dir immer mit wenig Farbe anzufangen und dich von Schicht zu Schicht vorzuarbeiten. Das ist wesentlich einfacher und du erzielst damit sehr schöne Ergebnisse, wenn du in verschiedenen Schichten, in mehreren Schichten arbeitest. Und du läufst auf jeden Fall nicht Gefahr, dass es nachher eine Einheitsfarbe ist, weil sich irgendwie alles miteinander vermischt. Und jetzt gehe ich an die erste Schicht Blätter. Und das ist ja ein magischer Wald mit roten, leuchtenden Blättern. Und so habe ich für die erste Schicht Karmesinrot genommen. Du kannst auch ein anderes Rot nehmen, das, was du gerade da hast. Das Wichtigste ist, dass du zwei verschiedene Töne hast und das könntest du auch mit Gelb dann noch mischen, also einen helleren Ton und einen dunkleren Ton. Warum mit Gelb? Weil du dann ein schön leuchtendes Orange bekommst. Würdest du das Rot mit Weiß mischen, dann bekommst du Rosa raus.
Wenn du das möchtest, dann ist das auch vollkommen okay. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Tupfen. Auch hier nehme ich nur eine kleine Ecke vom Fächerpinsel. Probier mal, wie es für dich am besten ist. Hier auf dem Waldboden nehme ich jetzt nicht nur die kleine Ecke vom Pinsel, sondern ich nehme die breite Fläche vom Pinsel. Auch hier ist der Pinsel wie vorhin nur halb geladen. Und ich nehme nur wenig Farbe und arbeite von Schicht zu Schicht. Und die Bäume, die im Vordergrund liegen, die hole ich jetzt nach vorne, indem ich jetzt nochmal mit Schwarz oder Braun, so wie du das möchtest, ich habe Schwarz mit Braun gemischt, nochmal übermale und dann kommen die nach vorne. Das ist sozusagen die erste Reihe. Um dem Ganzen jetzt noch ein bisschen mehr Natürlichkeit und Charakter zu geben, kommt jetzt die letzte Schicht von den Blättern. Und zwar die hellste Farbe kommt jetzt nur hier und da nochmal oben drauf, da wo das Licht hinfällt. Jetzt haben wir also die Schatten in dunkelbraun, wir haben die Blätter in rot und setzen Highlights mit einem helleren Ton, in dem Fall mit Orange. Schau mal, dass du versuchst, immer so ein bisschen daneben zu tupfen, wo du vorher schon warst, damit du nicht alles wieder überdeckst
hellere Stellen auf den Waldboden. Und jetzt fällt noch der Schatten von den Bäumen und der kommt jetzt. Ich hoffe sehr, dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, lass mir deinen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und ich lade dich von Herzen ein, Kanalmitglied zu werden. Das würde mich richtig freuen. Alles weitere dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf dich in meinem nächsten Video und wünsche dir alles Liebe. Lass es dir gut gehen. Deine Anke.